Hallo liebe Hausbauhelden, ihr sucht Badezimmerideen für euren Neubau oder wollt euer bestehendes Bad modernisieren? Dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Denn ich verrate euch heute, welche Badezimmer aus unseren Haustouren meine persönlichen Top 3 waren und warum. Also bleibt dran! Ein Traumbad muss nicht riesengroß sein, aber fest verbaute Elemente wie Fliesen, Sanitärobjekte oder Armaturen sollten hochwertig sein. Viele raten ja zu Weiß oder Chrom, damit Akzente über leicht austauschbare Accessoires gesetzt werden können. Wer ein gutes Gespür für Gestaltung oder eine gute Innenarchitektin hat, darf aber ruhig auch mal richtig mutig sein. Nebenan geht's in das exklusive Elternbad, das jetzt mit 10,5 Quadratmetern auch nicht besonders riesig ist, aber Platz für alles bietet. Ganz besonders exklusiv sind hier die Fliesen und Armaturen. Das sind alles italienische Hersteller. Ich wollte nicht glauben, dass es auf dem Boden kein Naturstein ist. Das ist wirklich ein dermaßen hochglanzpoliertes Feinsteinzeug. Es sieht aus wie ein Naturstein, 1,20 x 60, also auch ein recht großes Format. Und ganz besonders natürlich auch hier diese auffallende florale Fliese an dieser T-Wand. Hier haben wir jetzt vorne eine Breite von 1,70, dahinter eine lichte Breite noch von etwa 88 cm für Dusche und WC. Da schauen wir gleich rein. Hier sind jetzt diese matt gebürsteten, bronzefarbenen Armaturen. Unterputz, auch in der Dusche Unterputz. Das sieht natürlich total schick aus. Wenn dann halt mal was dran ist und ihr habt da so eine besondere Fliese davor, ist natürlich nicht so günstig, aber schick aussehen tut's auf jeden Fall. Hier rum haben wir jetzt die geflieste Dusche, auch da an der Rückwand nochmal diese besonderen Fliesen. Und ich sage immer, also 88 cm, gerne auch ein bisschen mehr Luft. Auf dem Boden haben wir jetzt die Mosaikfliesen, die sind sehr schick und natürlich auch rutschhemmend, ist in der Dusche auf jeden Fall sinnvoll. Klar ist, ihr habt einen relativ hohen Fugenanteil, es ist nicht so wahnsinnig reinigungsfreundlich. Was aber schön ist, ihr habt hier schon wieder so eine hinterleuchtete Nische für Duschzeug, auch den riesen Regenduschkopf. Auch hier an der Rückwand nochmal diese sehr expressive Fliese und die Unterputzarmatur. Bevor wir jetzt auf die andere Seite des Klo angucken, hier nochmal ein Wort. Hier im Haus sind Eiche-Fensterbänke drin. Das ist nicht Standard, sieht natürlich sehr schön aus. So wahnsinnig praktisch ist es nicht. Wenn man da mal einen Blumentopf oder ein Öl drauf stehen hat, gibt es Flecken. Also die Steinfensterbänke sind natürlich praktischer. Hier haben wir jetzt das WC und was ich da sehr schön finde, es gibt da so eine Einbaulösung, wo also auch Toilettenpapier und alles drin verschwindet. Und hier oben, ganz in der Ecke, haben wir dann auch nochmal die Abluft von der Lüftungsanlage, sodass Gerüche hier auch schnell abgesaugt werden. Euer Bad soll barrierearm sein, aber nicht nach Krankenhaus aussehen. Hochwertige Naturmaterialien schaffen eine wohnliche Atmosphäre. Pflegeleichter als echter Naturstein sind übrigens Feinsteinzeugfliesen in Natursteinoptik. Im folgenden Bad gibt es hierfür viele tolle Anregungen und für eine Sauna aber auch noch Platz. Auch echter Luxus ist dieses Bad hinter mir, das insgesamt rund 20 Quadratmeter groß ist und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Hier haben wir jetzt wieder den Ausbau Dach gleich Decke, der mit der naturbelassenen Weißtanne verkleidet ist. Und hier wurden jetzt viele Dinge schon mal vorgerüstet, wie zum Beispiel in dieser Wand eine Verstärkung und eine Elektrik, dass man hier später einen Klappsitz, Haltegriffe, auch so einen Hilfeknopf und sowas anbringen könnte, was man vielleicht braucht. Auf dem Boden haben wir hier eine riesengroße Fliese, die ist 1,20 x 1,20. Sowas sieht einfach wahnsinnig großzügig aus, ist auch wahnsinnig teuer, weil die Fliese an sich teuer ist, aber auch die Verlegung sehr heikel. Machen wir gleich mit den Fliesen weiter, denn auch hier ist eine sehr besondere Fliese zum Einsatz gekommen, die so eine schöne Struktur hat und von den Maßen jetzt mit 1,20 x 11 cm auch wirklich sehr, sehr speziell ist. Und sehr schön finde ich, dass man hier eben den Fugenplan so gemacht hat, dass die Fußleisten immer da die Fuge aufgreifen und eben in der Mitte von dieser T-Wand auch genau diese Fuge läuft.
Dann haben wir hier diesen runden Spiegel mit 1,20 Durchmesser, der hinterleuchtet ist. Auch wieder ein sehr gutes gleichmäßiges Licht, um sich da anzugucken. Und das ist ein Detail, das mir besonders gut gefällt. Hier die Steckdose, die eingearbeitet ist hier in diese Waschtischunterbau. Natürlich könnte man da auch auf jeder Seite mindestens 2 Steckdosen gebrauchen, aber das wäre sicherlich auch kein Problem. Maßangefertigt ist natürlich auch dieses Liegefenster hier. Das gehört eindeutig zur Sauna, die wir uns gleich noch angucken. Auch das wieder hier sehr schön eingebaut. Die Größe hatte ich euch ja schon gesagt, das sind diese 220 x 1,70. Man kann hier sitzen. Es gibt nette kleine Details, wie zum Beispiel dieses eingelassene Tablett, wo einem der Liebste dann nach dem Saunagang den Tee servieren kann. Und das Ganze wird jetzt hier, es ist 80 tief, hier wird es jetzt 1 Meter breit und dann ist hier nämlich auch ein Einbauschrank drin, der so schön ist, dass ich ihn aufmachen muss. Man hat hier auch wieder die indirekte Beleuchtung, die angeht, auch gleich schon so ein Vergrößerungsspiegel mit drin, wo man sich also schminken und angucken kann. Und das Ganze läuft hier wunderschön harmonisch in eins über. Hier hinter mir hat man jetzt die etwa 4 Quadratmeter große eingebaute Sauna aus astfreier Weißtanne, also auch eine sehr edle Angelegenheit. Und hier hinter der Teewand ist jetzt die Nische für das WC. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht auch sinnvoll wäre, hier die Dusche der Sauna zuzuordnen und das WC auf die andere Seite, dass man eben auch den kurzen Weg hat vom Schlafzimmer aufs Klo nachts. Könnte man sicherlich auch machen. So ist natürlich das WC hier hinten sichtgeschützt, verschwindet da ein bisschen. Hier ist jetzt der Durchgang auch wieder knapp 1 Meter. Das Klo ist jetzt ein Dusch-WC, was natürlich im Alter auch viel Komfort bringt. Aber hier ist natürlich jetzt nicht barrierefrei, denn sonst müsste man die Bewegungsfläche neben der Toilette haben, dass man da daneben fahren kann mit dem Rollator oder Rollstuhl. Das ist jetzt hier nicht gegeben. Dafür hat man jetzt halt die Sichtschutzwand. Jetzt gucken wir noch auf die andere Seite von dieser Teewand. Da ist nämlich die große begehbare Dusche drin. Die hat jetzt eine Tiefe von 1,40 Meter, sodass das ohne Spritzschutz hier schon funktionieren würde und ist jetzt von der Breite 96 Zentimeter. Auch das ist jetzt nicht barrierefrei, aber auf jeden Fall sehr komfortabel. Und ganz schön sind hier auch wieder die Details, wie zum Beispiel diese geflieste Nische mit der Hinterleuchtung. Auch hier wurde wieder an Licht gedacht. Diese Duschfläche ist ganz gleichmäßig ausgeleuchtet und sehr schön finde ich auch diese neuen Armaturen in so einer matten Bronzeoptik, die hier im ganzen Haus vorkommen. Das wichtigste Accessoire im Bad für mich: Licht. Und zwar sowohl Tageslicht als auch gut geplante künstliche Beleuchtung. Neben Tageslicht, am besten Morgensonne zum Wachwerden, braucht ihr im Bad auch ein gutes Funktionslicht und Stimmungslicht. Ein Spiegel, in dem man sich gut schminken oder rasieren kann, sehe ich erstaunlich selten in Badezimmern. Und im folgenden Beispiel kann man sich da viele Anregungen holen und sogar in Licht duschen. Seht selbst. Dann kommt natürlich das Highlight, nämlich das große 15 Quadratmeter Bad. Hier fehlt jetzt noch die Glasschiebetür, damit man das Ganze auch trennen kann. Nochmal 15 Quadratmeter zusätzlich. Das Bad ist wirklich auch wieder sehr, sehr exklusiv ausgestattet. Wir haben hier erstmal auf dem Boden eine Fliese mit so einer Struktur. Die ist erstens rutschhemmend und zweitens auch sehr angenehm, wenn man barfuß drüber läuft. 20 mal 1,20, die ist dann auch hier hochgezogen an diese Rückwand. Das ist wirklich sehr schön und natürlich ein Hammer ist dieser große hinterleuchtete Spiegel mit einem Durchmesser von 1,40 Meter.
Sehr schön ist auch dieser Doppelwaschtisch. Das ist jetzt aus Korean, so einem weißen Mineralguss. Ist dann hier extra mit so einem Gefälle gemacht. Das heißt, du hast jetzt hier keinen Ablauf, sondern es ist da hinten so eine Ablaufrinne. Das ist echt schick. Ich weiß allerdings nicht, was man macht, wenn einem das mal verstopft ist oder da irgendwas reingerutscht ist. Da müsste man mal jemanden fragen, der das schon mal hatte. Dann haben wir hier nochmal dieses eben auch im Schlafzimmer schon gesehene Profil. Das trennt jetzt hier das WC. Das ist natürlich für so ein großes Bad wirklich einfach schön, wenn man da nochmal einen extra Raum hat und die Tür zumachen kann. Daneben haben wir die riesengroße Dusche, 1,40 mal 1,60 und auch auf dem Boden eine ganz besondere Fliese in Rostoptik, die dann wirklich auch 1,40 mal 80 ist. Hier oben drüber nochmal 85 mal 85, dieses Flachdachfenster. Man kann hier also in Licht duschen. Da ist dann auch gleichzeitig nochmal die Beleuchtung mit integriert. Ganz schön gemacht, diese Einbaunischen mit dieser schmalen Metallkante. Alle Armaturen, natürlich Unterputz mit Regendusche, wie sich das für so ein Bad gehört. Auch hier wieder dieses Rauchglas an der Seite zum WC, dann auch nochmal milchig, damit man da nicht reinguckt. An der Wand haben wir jetzt die Riesenfliese in Betonoptik, 1,20 mal 1,20 und ein Highlight ist natürlich auch diese große freistehende Wanne aus Marbon. Wie man da drin sitzt, weiß ich nicht, aber sie sieht auf jeden Fall super schick aus und ein Highlight ist natürlich jetzt hier nochmal die 4,4 Quadratmeter große Dachterrasse. Sehr schön auch diese Austrittsstufe, die dann hier in Eiche gemacht ist, wo man sich auch gerne mal hinsetzt, wo man irgendwie sehr schön sitzen kann. Hier hat man jetzt diese Stufe hoch, weil natürlich jetzt da das Flachdach von der Doppelgarage anschließt, das bekieste. Und vielleicht ganz kurz, auch hier haben wir nochmal diese Fliese auf dem Boden liegen und ein selbsttragendes Geländer. Das ist jetzt vielleicht optisch nicht das Schönste, ist aber sehr, sehr praktisch, weil es eben von der Befestigung jetzt hier überhaupt keine Probleme macht und man dann eben keine besonderen Dachaufbauten unten drunter braucht. Ich hoffe, hier waren ein paar Badezimmerideen und Tipps für euch dabei. Wenn ihr euch die ganzen Haustouren anschauen wollt, aus denen diese Bäder kommen, habe ich euch die unten nochmal verlinkt. Wir haben auch noch ein paar mehr Ratgeber zum Thema Badplanung auf unserem Kanal. Und wenn ihr alle weiteren Tipps zum Thema Bad und Hausbau nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.